Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem MrLoosen und Diablo 4. Heute gehen wir inside the game, the world of Sanctuary. Ha, mega gut. Wann ist der Trailer denn erschienen? Vor 8 Tagen. Also ganz frisch. Ist ja der Hammer, oder? Wollen wir direkt mal reinstarten. Einmal kurz gucken, wie es mit der Sprache aussieht. Es gibt leider keinen Untertitel. Wir gehen dann auf den englischen Untertitel, der automatisch erzeugt wird. Schauen uns den Spaß mal an. Also ich erwarte quasi eine Vorstellung der Welt, der Maps, der verschiedenen. Ja, wollen wir mal gucken. Sanctuary is the world in which the story of Diablo takes place. And it's the battleground for the souls of humanity and the fight between angels and demons. Sanctuary is a vast world, and there'll always be something new in every area, like hordes of enemies, safe haven towns, resources Ja, ich wollte to erst schon gather, sagen, das sind alles Bilder, die wir schon kennen, aber das stimmt nicht. Es sind auch neue Sachen dabei gewesen. Artistically more back towards like Diablo II, Senior the much Dungeon darker Designer. style. It's very macabre. Oh, Kollege, 150 Dungeons, hast du alle kopiert, ne? Oder nicht? How would the people of Sanctuary show their world? What kinds of art would they use to describe the world? One of the things we really wanted to do was make the game feel like a painting. Everything was built by a wonderful Schöner group Gedanke. of people who Sehr schöner love Gedanke. Diablo as much as you do. We have 5 unique zones. Each of the regions has its own kind of flavor and Zonen. ambient life. We take a lot of influence from what our concept artists give us, and I know they take a lot of influence from real life. There's Kyrgyzstan, which is the sort of desert. It's amazing with its sweeping sand dunes. Kazakhstan. Skazglen, which is inspired by Skazglen. Scotland. Fractured Peaks is inspired by the Carpathian Mountains. Okay. Dry Steppes is sort of our mountainous desert region, and Hawazar is the swampy region of the south. Whether you're on a mount or on foot, it's a joy to go from one region to the next. Also, the region transitions are really beautiful and stunning to see. Schön, Making dass sie sure das that so it felt detailliert sort of erklären. geologically true was really important. If you walk from Fractured Peaks into Hawazar, you'll cross all of these waterfalls caused by snow melt. So you can actually see the snow melting in Fractured Peaks through waterfalls, entering into Hawazar and entering the large basin that fills Hawazar with all of the swamp water. We have all the different environments in Story the overworld, hinten dran, and we tried to make sure there was some parity with those in the dungeons. We have dungeons that are flooded, and there's like moss everywhere. It very much fits in with that Skazglen environment. Kyrgyzstan is all desert, so we have dungeons filled with sand. All the dungeons are particularly placed to make sure that they feel like this is a thing that could be in this part of the world. It fits here, it belongs here. Ja, das ist wichtig, um die Immersion nicht zu zerstören. Oh, jetzt geht's um die Monster, sehr schön. For example, the Fallen family has gone through a major redesign to make them feel so more eklig grim, cool aus. a little scarier, a little darker, to Der match the explodiert tone doch of Diablo bestimmt, 4. oder? Monster families are a way to describe the group of monsters that create a combat experience. So a lot of times it'll be brutes and swarmers, melee or casters, and that's the term that we use to sum up the vampires or the drowned or the undead. And all of them have unique... Warte mal. Das will ich nochmal kurz sehen. Der sieht ja schon cool aus, ne? War der andere davor? Nee, der war danach. And all of them have unique abilities, but they all synchronize together. And all of them have Drowned or... Da, der. Ey, wie sick sieht der denn bitte aus? Von dem willst du keine übergebraten bekommen. Aber der hat auch irgendwie eine Glocke um. Warum macht man denn sowas? Das verstehe ich nicht. Dann hörst du den ja kommen. Oder musst du den kommen hören, sonst bist du direkt instant tot. Aber diese Detailverliebtheit auch wieder hier. the undead. Props And gehen all of them raus, have ohne unique Witz. abilities, but they all synchronize together. They bolster each other and improve how they work on the battlefield so that every time you fight a pack of, let's say, goatmen, it's always different. We wanted to make sure that the monster families all felt like they fit in their environments, and so our creature team did a really good job of making these different versions of them that have adapted to their environment. Sehr There's geil. snowy goatmen and fractured peaks in some of the colder areas versus lightning goatmen around dry steppes and kind of the more arid areas. Heißt es aber auch, dass die Gegner einfach nur größtenteils recycelt wurden? Auf die verschiedenen Areale quasi mal.
einfach nur angepasst wurden. Ich meine, man sieht ja hier, das ist der in der Schneeumgebung und das ist hier in der trockenen Steppe, hier in der Wüste. Ja, ich nehme das zurück. Das sind halt beides Widder, nenne ich es jetzt einfach mal, ja. Aber die sehen schon massiv anders aus. Nee, da kann man nicht sagen, dass sie es sich einfach gemacht haben damit. Das nehme ich zurück. Okay, Hauser weiter has a geht's. lot of poison spiders. Each of the regions has its own kind of flavor, and it's pretty exciting to discover. We have some really cool new snake men, the Nangari. We've seen snake men in Diablo before, but these guys are just really twisted amalgamations of multiple snake heads, even human body parts. We have skeletons, we have undead, we sehen die have cool ghosts. All the things that you would expect to find from a Diablo game. Den man Spiders- eben gesehen hat hier, den Boss hier. Ich zeig's euch mit dem Finger, genau. Ja, weil den Typ da, den großen da hier, ne? Das ist wahrscheinlich wieder so ein Overworld-Boss, mit dem man quasi in dieser Shared Party quasi mit anderen Leuten den besiegen muss. Schätze ich jetzt einfach mal, ja? We have undead, we have ghosts, all the things that you would expect to find from a Diablo game. Spiders have been around in Diablo forever, but the spider host was a cool new twist. It's a giant spider that attaches to a corpse and then puppets it at you. And when you kill it, it explodes with tons of baby spiders. And then those little spiders come after you. And I feel slightly guilty about traumatizing a lot of people with it. We also have wildlife, deer. Oh, das ist schön. Er fühlt sich schuldig. Also pass auf, es gibt einen Gegner, der wurde hier gezeigt, das ist der hat quasi einen Sack auf dem Rücken oder besteht aus vielen Spinneneiern. Wenn du den killst, dann platzen diese Eier und es kommen ganz viele Spinnenbabys raus, die sich quasi dann auf dich konzentrieren und dich töten wollen. Und dann sagt er hier, ja, er fühlt sich schuldig für die Leute, die er damit traumatisiert, die Angst vor Spinnen haben oder sich einfach nur extremst davor ekeln. Finde ich irgendwie lustig. Ich finde es auch absolut widerlich. Aber das Kommentar von ihm finde ich absolut genial. Und ich finde auch das Artwork klasse. Also das muss man wirklich sagen. Es ist widerlich, aber das soll es ja auch sein. With tons of baby spiders. And then those little Hier, spiders sag das come jetzt after noch you. mal. And I feel slightly guilty about traumatizing a lot of people with it. We also have wildlife, Schön. deer, snakes, bugs, dogs. You can pet the dogs, by the way. So many people asked to pet Oh. the dog. It was actually a lot of hard work to Das ist Hunde figure out how to kraulen. pet that dang dog. Was ist mit Katzen? Kann ich Katzen auch kraulen? Gibt's Katzen? Ich will, dass es Katzen gibt. Scheiß Spiel sonst. You have so many activities that you might run Natürlich into. It nicht. could be a stronghold, it could be side quests. You might have key dungeons to do. There could be bounties to pick up. You might encounter a world boss. You might Haben wir encounter gesehen. an invasion Das kennen wir event ja of some schon. kind. We have much longer, sort of narrative-heavy side quests, and we have some shorter side quests, so you never feel like you're always doing the same thing. The pacing is always a little bit different. One of the things that I really loved about our announcement was the by 3 They Come cinematic. I was able to Das war ja build der allererste a quest where you tatsächlich. actually get to go Von vor to 3 those Jahren places. aktuell. You get to go to the town. You get to go inside the chapel. And I work with some incredible dungeon designers to build Fast 4 the Jahre dungeon from the tatsächlich. cinematic. You're going to get to go across the bridge that you saw to the actual room where Lilith was summoned. I don't want to spoil too much, but I'm super excited to have players see it. Sometimes Was ich bei diesem Summoning, also bei dieser Beschwörung von Lilith noch nicht verstanden habe. Vielleicht kann mir das einer von euch erklären. Habe ich da einfach nur 3 Hansels gebraucht, die ich da opfere? Oder mussten das spezielle sein? Weil, wenn es einfach nur 3 irgendwelche dahergelaufenen Hansel sein konnten, dann kann das doch nicht das Problem gewesen sein. Die zu beschwören, oder? Aber hey, wie gesagt, ich bin mit der Lore nicht vertraut. it's kind of nice to just walk places, because that's a lot of the times when you see these little events. You might find a demonic altar that you need to feed your blood to summon demons to then defeat for all of their loot. You might find a ghost child who's trying to find the remains of their parents, and you have to protect them. We have strongholds, which are a sort of large area that you Okay. can enter, and it has its own story, its own setup, its own Bisschen sort of art Content, that was sort of sie tells a very erklären. specific story about this location, and those Da stays Escort unlock Quests. permanently once you've beaten back the darkness.
We did a lot of figuring out the balance between like how much space do we need for players to play through these dungeons versus how much space do we need to make them look cool. My favorite is this one called Endless Gates. Yeah. It's got these teleporters, and these teleporters actually take you to other dungeons. So you'll end up in a cave, a crypt, or one of the ancients. Kennen and every wir time you schon, go in, aber it's immer designed nur to innerhalb change. eines Rifts quasi. There's dozens of villages and towns that you will run into. The cities and towns are designed to be hubs. They're havens. They're places where you can find other players. They're good places to do all of your usual. Ist das immer so? Oder könnte ich mich auch entscheiden, ich will komplett Solo spielen? Weil das hat ja auch dann, das bedeutet ja dann quasi auch, ich spiele ein RPG. Was ja Diablo im Grunde ist. Aber mit Online-Zwang. Es hört sich für mich so an, hey, wenn du in eine City gehst, dann sind da andere Leute, erstmal ganz cool, bla bla bla, wer es will, soll es haben, alles vollkommen in Ordnung. Ich persönlich bin da jetzt nicht so scharf drauf, bin ich ehrlich mit euch. Und ich hätte gerne die Option, einfach sagen zu können, nö, ich spiele komplett offline. Bezweifle ich, dass das funktioniert. Aber hey, wir lassen uns überraschen. Inventory management. Each region has its main city that you can get lots of side quests and lots of activities. We've really crafted the world to feel like there's always something just around the corner to find. Okay. In Diablo IV, you actually get to walk Sanctuary. It's a massive place that you can seamlessly explore with no loading in between zones, which is something brand new. It's a very immersive experience. What I love about it is that you can go in a direction and you might be searching for a particular quest or an item, and you'll come across a stronghold that you haven't explored before. You'll come across dungeons that have legendary affixes, or you might discover a side quest that you didn't even know about that fills in some bit of lore that you actually were interested in. There's any number Einige of Sachen things that can versteckt. Das happen klingt sehr along the positiv road to your tatsächlich. destination, and that's what I love about having this fast-paced. There are tons of different types of events in the world. It's been created to feel full of things to encounter, full of secrets to discover, full of characters to interact with. Das ist alles schön und gut. Die Frage ist für mich, die sich mir stellt, wie relevant sind diese Dinge? Nehmen wir mal die Dungeons. Ich habe 150 verschiedene Dungeons, wurde mir gesagt. Oder wurde uns gesagt in einem Trailer. Wenn ich da jedes Mal einfach nur irgendwelche Sachen bekomme, die ich überhaupt nicht brauche, weil sie einfach von der Wertigkeit her nicht dementsprechend, was ich beanspruche, was ich möchte, was ich anstrebe, warum soll ich die dann machen? Damit steht und fällt das. Und da bin ich gespannt, ob sie das schaffen. Was für einen Ansporn habe ich, alles komplett zu erkunden, wenn ich eigentlich schon der richtig krasse Motherfucker bin, der ich eigentlich sein will? Warum soll ich da noch hingehen? Gibt es da noch Upgrades für mich? Weil wenn nicht, hey, wow, warum soll ich da hingehen? Ja, wisst ihr, was ich meine? Das ist so schön viel Content zu haben, wenn er relevant ist. Wenn nicht, ist es unnötig. Full of stories to find. We have these altars to Lilith that if you can find them, they will give you a permanent buff to all of your characters across the game. There are tons of them hidden everywhere. Da wissen wir schon mal, was wir machen. Diese Lilith-Altare, alle gucken, wo die alle sind und einfach alle einsammeln komplett. Dass alle Charaktere dauerhaft komplett geboostet sind. Okay, insane. We also have these massive world bosses that are so big the camera actually has to pull out even further. And you're going to have an opportunity to fight these bosses with your friends or with strangers to take down these huge world bosses. And the team has done just an incredible job making Sanctuary a world worth exploring and a world worth investing yourself in. Okay. Haben eben extra nochmal betont, es wird sich lohnen, die Zeit da rein zu pumpen in den ganzen Content angeblich. Beruhigt mich ein bisschen, aber überzeugen, time will tell, sagt man doch so schön. Ah, das war's schon. Na dann. Alles klar. Das war Inside the Game, The World of Sanctuary. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ein Like, ein Kommentar oder ein Daumen hoch, irgendwas. Würde mich sehr freuen.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer MrLoosen. Ciao, Freunde.